Herzlich willkommen beim Teil 1 für den Audi B7. In unserem Fall ist es ein 2006er Modell Avant. Wir bauen hier ein Doppeldien Multimedia Autoradio ein, zeigen euch, welche Adapter optimal dafür geeignet sind, damit alles wieder richtig funktioniert und richtig toll aussieht. Wir werden euch zeigen, wie man das Handschuhfach entfernt, um Kabel dahinter richtig zu verlegen. Und wir zeigen euch, wie ihr in diesem Fahrzeug den besten DAB-Empfang erreicht. Herzlich willkommen bei AS24. Mein Name ist Oliver Weiß. Wie gesagt, jetzt geht's los in Teil 1. Wir befassen uns damit, wie man das Autoradio in dem Fahrzeug tauscht. Und im Teil 2, da setzen wir soundtechnisch noch richtig einen oben drauf, weil wir installieren da die kostengünstige Easy Performance Soundanlage von Match, die sehr einfach zu installieren ist und so richtig Dampf in die Hütte bringt. Der Besitzer dieses Fahrzeugs hat das originale Audi Konzertradio bereits entfernt. Das hat er nämlich leider nicht dabei, dass wir das jetzt euch zeigen könnten, aber es ist kein Thema. Mit den 4 Schlitzen an der Seite und dem entsprechenden Auswurfwerkzeug kann man das Radio sehr entspannt entklippen und rausziehen. Steckt diesen Doppel-FACRA-Anschluss und den Quad-Lock-Anschluss einfach ab und damit sind wir genau an diesem Zustand, was wir hier gerade vorfinden. Eingebaut wird jetzt das Kenwood DDX 4018 DAB und zwar im Speziellen mit einer Radio-Einbaublende, die tiefenverstellbar ist und eine wunderschöne Optik zum Schluss bildet, weil wir diesen Einbaurahmen gar nicht erst verwenden, da gibt es andere Varianten, sondern den gleich mit überbrücken, damit das zum Schluss so ausschaut. Eine kostengünstigere Alternative als die tiefenverstellbare Blende wäre eine nicht tiefenverstellbare Blende. Die zeige ich euch aber während dem Einbau, wenn wir das Autoradio dann mal praktisch mit der Blende einbauen, wie das ausschaut, weil es schaut nicht ganz so hübsch aus wie eine tiefenverstellbare Blende. Damit unsere Soundanlage wieder richtig funktioniert, damit wir die Zündung als Komfortzündung auch wieder nutzen können, brauchen wir einen CAN-Bus-Adapter. Den werden wir euch entsprechend verlinken unten im Videobeschreibungstext. Und der macht auch zusätzlich noch die aktive Soundanlage mit dazu, damit ihr praktisch nur noch das zusammenstecken müsst am Original-Anschlussstecker vom Audi, also an unserem Quad-Lock, und dann an unserem Autoradio mit anstecken und dann haben wir praktisch schon alles versorgt. Zur Antenne habe ich Folgendes zu sagen. Wir brauchen als allererstes mal eine Versorgung für unsere UKW-Antenne, weil aus dem Radioschacht kommt ein Doppel-FACRA-Anschluss. Da brauchen wir diesen folgenden Adapter. Das ist ein Phantomadapter mit Doppel-FACRA-Anschluss und der geht dann rein für unseren UKW-Anschluss am Autoradio. Nur mit diesem Adapter schafft man es in erster Linie mal einen vernünftigen UKW-Empfang zu bekommen. Das hat jetzt noch nichts mit DAB zu tun. Wer ein bisschen Aufwand betreiben mag, wir kommen dann gleich nochmal zu dem Thema Antennenverlegung für DAB, der darf sich gern mit diesem Antennensplitter befassen, weil wir müssen jetzt an die hintere rechte Scheibe, um diesen zu installieren und den optimalen DAB-Empfang mit dem Kabel bis zum Autoradio zu verlegen. Wer sagt, nee, das ist mir glaube ich zu viel, man kann das ja nachher im Video sehen, wie viel Aufwand das ungefähr ist, der kann auch sagen, nein, ich nehme die vielleicht etwas schlechtere Scheibenklebeantenne, die hat halt nicht ganz so viel Pegel wie jetzt die Scheibenantenne, die wir dann adaptieren vom Fahrzeug aus, aber zumindest eine Alternative, um DAB zu empfangen und sich nur vorne an der Windschutzscheibe aufzuhalten, da wo ich sowieso auch das Mikrofonkabel verlege, noch schnell die Antenne mit zu verlegen. Als erstes empfiehlt sich auch die Masse von der Batterie zu entfernen, damit wir das Auto mal stromlos machen. Es passiert auch in der Regel sonst nichts, wenn man das anders macht, aber ich will euch auch mal diese Variante zeigen. Hier einfach mal auf ganz nummersicher zu gehen, stromlos machen, das war's schon. Damit unsere schönen Audi-Sitze auch lange so ausschauen, machen wir natürlich auch unsere Sitzbezüge drauf. So. Als erstes kümmern wir uns um den Anschluss des Autoradios mit unserem CAN-Bus-Adapter. Da sei auch gesagt, unser A4 hat hier keine Lenkradfernbedienung, deswegen haben wir hier einen CAN-Bus-Controller genommen mit Soundsystemadapter, welcher aber nicht die Lenkradfernbedienung steuert, weil wir hier in dem Fall keine haben.
Den Link dazu haben wir euch natürlich im Videobeschreibungstext. Das gleiche Artikel-Gegenstück wäre dieser CAN Bus Controller, da gibt es dann noch ein Endstück dazu, das Multilead, wo ihr dann die Lenkradfernbedienung mit ansteuern könnt. Kostet ein bisschen mehr, kann auch ein bisschen mehr wegen der Lenkradfernbedienung. Wir kümmern uns hier nur um den CAN Bus Anschluss ohne Lenkradfernbedienung und schließen den jetzt an unserem Quadlock Anschluss an, den wir hier nur drauf docken und verriegeln und haben jetzt einmal den Anschluss für unseren Soundsystemadapter, das ist der hier, der größere, den klicken wir hier direkt drauf. Und haben einen CAN Bus Anschluss, das ist der hier, der jetzt hier unsere Zündungsplus, also unsere Komfortzündung einspielt in unseren Kabelbaum für unseren neuen Kenwood Radio. Ist auch egal, ob das jetzt ein Kenwood oder ein Pioneer oder sonst was ist. Hier könnt ihr mit diesem CAN Bus Adapter arbeiten und wie gesagt, dieser Anschluss bleibt bei uns jetzt frei, weil wir keine Lenkradfernbedienung haben. Den CAN Bus Controller mit Lenkradfernbedienung hat eine andere Artikelnummer, dann müsst ihr den bestellen, dann kommt hier noch ein kleines Kabelstück rein, welches dann zum Autoradio geht und die Lenkradfernbedienung adaptiert. Über diesen Adapter für Lenkradfernbedienung samt dem Multilead haben wir auch ein extra Video gedreht. Auch hier machen wir euch noch im Videobeschreibungstext einen passenden Link dazu. Das schaut jetzt ein bisschen wild aus, aber ich mache jetzt die Kabel schön beieinander mit einem Isolierband, damit es einfach ein bisschen hübscher ausschaut, um euch ein bisschen die Angst zu nehmen. Jetzt schaut es doch schon viel amüsanter aus. Wir haben jetzt hier unsere CAN Bus Controller und Aktivadapter, die Boxen, die werden wir jetzt bloß nur da hinten drin verstauen. Was jetzt übrig bleibt für uns, was wichtig ist, es ist der neue ISO-Anschluss, wo wir das originale Autoradio-Anschlusskabel jetzt andocken können. Einmal Strom und einmal Lautsprecher, zack. Und jetzt sind wir bereits beim Autoradio und schließen das dort an und können den ganzen Rest an Strom erstmal verstauen. Da ist auch genügend Platz bei dem Fahrzeug, um die ganzen Adapter problemlos und geräuscharm hinterm Radio zu verbringen. Der passende UKW-Antennenadapter wird hier auf den Doppelfakra, auf den fahrzeugtechnischen direkt aufgesteckt. Klick. Und habe jetzt einen UKW-Anschluss und wir müssen auch dafür sorgen, dass dieser Phantomadapter Strom bekommt und zwar, das nennt sich P-Cont, das ist unser Remote-Ausgang von unserem Autoradio. Da habe ich bereits eine Verbindung drauf gequetscht, die üblichen roten Quetschverbinder kennt ihr mittlerweile alle. Gibt es ja auch bei uns im Webshop, gibt es auch einen Link im Videobeschreibungstext. Jetzt haben wir Strom, Lautsprecherkabel und UKW-Anschluss bereits drin. Was jetzt noch folgt, ist unser DAB-Signal. Das haben wir nämlich jetzt noch nicht drauf. Und ihr könnt eigentlich auch beim Audi davon ausgehen, weil es gibt auch Splitter, die gehen hier auf diesen Doppelfakra, wo jetzt hier in dem Fall nur ausschließlich UKW macht, gibt es auch Adapter, Splitter, die vermeintlich hier DAB-Empfang gewährleisten, das aber nur sehr bedingt, weil wir haben hier nicht das volle Signal drauf, was DAB eigentlich hier empfangstechnisch zur Verfügung stellt, sondern es wird durch die Elektronik hier im Fahrzeug gedrosselt. Somit habe ich hier an der Stelle nie einen optimalen DAB-Empfang. Wir machen jetzt was Neues, wir zeigen euch im Kofferraum ein paar Sachen, wo ihr selber entscheidet, mag ich den Aufwand treiben für einen optimalen DAB-Empfang oder nicht. Und ich mache einfach nur die Scheibenklebeantenne vorne an die Windschutzscheibe dran. Die schaut nicht ganz so toll aus und hat auch nicht den vollen Empfang wie jetzt die Scheibenantenne hinten original von Audi, das was wir jetzt gleich machen. Aber das müsst ihr selber entscheiden. Wir gehen jetzt in den Kofferraum und ich zeige euch hinten drin, wie das mit dieser Seitenscheibenantenne und wie das alles so funktioniert. An den hinteren Seitenscheiben sieht man bereits die aufgedampften Linien. Das sind Metalldrähte, die quasi die Antenne darstellt und den Empfang hier von außen sehr gut wiedergibt. Und hier an der Stelle unten dran, wo die Drähte zusammengehen, haben wir entsprechend den Abgriff für unseren Empfang. Das ist auf der Beifahrerseite wie auf der Fahrerseite natürlich genauso. Es sind aber unterschiedliche Drähtchen für unterschiedliche Funktionen. Die einen macht UKW, die andere macht wiederum die Funkfernbedienung von der Zentralverriegelung. Es hat hier mehrere Funktionen. Wir suchen uns das Passende raus für unseren DAB-Empfang. Im Kofferraum von innen schaut das folgendermaßen aus.
Wir bauen hier mal alles schnell weg. So, unter der rechten Verkleidung sieht man hier einen kleinen Verstärker. Der kümmert sich bei unserer Audi Soundanlage um den kleinen Mini-Subwoofer hier und um die hinteren Lautsprecher. Die vorderen Lautsprecher sind alle auf dem originalen Autoradio, auf den Kabeln verlegt. Aber um den ganzen Sound an sich, wie das alles hier funktioniert, brauchen wir uns gar nicht kümmern. Das macht nämlich unser Aktivadapter, den wir bereits am CAN-Bus mit integriert haben, also damit alles erledigt. Damit ihr daheim nachvollziehen könnt, was bei euch im Fahrzeug drin ist, mache ich euch die rechte und die linke Seitenverkleidung hinten mal weg, damit ihr für euch daheim auch, bevor ihr irgendwas bestellt, mal im Klaren sein könnt, wie schaut es bei euch aus? Will ich die oder die Variante mit der Antenne anfahren, ja oder nein? Ich zeige euch jetzt im Schnelldurchgang, welche Schrauben wo gelöst werden müssen. Zum einen sind es 30er Torx, um diese Klappen hier an der Seite zu entfernen. Und wir werden einen 20er Torx brauchen, um diese Verkleidung hier zu entfernen und einen Kreuzschlitzschraubenzieher, um hier eine Schraube rauszudrehen. Der Rest ist nur geklippt, aber wir lassen euch jetzt eine Zeit mitlaufen, was ich brauche, um diese Schrauben zu lösen, um die Verkleidung wegzumachen. Los geht's jetzt! Das war jetzt also ein ehrlicher Mitschnitt von der Zeit. Ich habe gebraucht 3 Minuten, um die rechte Seitenverkleidung wegzumachen und insgesamt 5 Minuten, um beide Verkleidungen wegzumachen. Ihr dürft nicht vergessen, da unten ist noch ein Anschluss für den Zigarettenanzünder, für die Buchse, wo da mit unten drin ist, den abzustecken. Aber ansonsten ist es wirklich ein Kinderspiel, das schnell wegzumachen, um zu sehen, was sich jetzt drunter verbirgt. Auf der Fahrerseite, hier unter den Verkleidungsteilen, seht ihr jetzt diese Box, die ist angebracht. Da gehen jetzt die Antennensignale, die praktisch hier von der Scheibe kommen, über diese Drähte hier rein, werden dann verarbeitet und in die verschiedenen Ebenen von der Elektronik geschickt. Hier auf der Fahrerseite haben wir, so habe ich es gerade auseinandergenommen, hier ist nichts, bis auf die Drähte, die hier bereits rauskommen, die wir in dem Fall verwenden können. In dieser Variante kommt jetzt unser Splitter zum Einsatz, den wir anbieten mit dieser entsprechenden 5 Meter Kabelverlängerung für unser neues DAB-Signal. Den können wir nämlich jetzt direkt hier anstecken. Ich muss gerade überlegen, so rum. So, damit sind wir hier drauf und hätten jetzt auch noch die Möglichkeit, ein weiteres UKW-Signal, welches wegen mir in einer anderen Fahrzeugvariante, wo hier bereits vielleicht ein Splitter verbaut ist, ein elektronisches Teil, wo aber nur ein Kabel reingeht und damit eigentlich das UKW-Kabel wäre, ein zweites UKW-Kabel. Und das könnten wir hier tatsächlich auch mit adaptieren. Insofern haben wir hier die Möglichkeit, auf jeden Fall mal sowas abzugreifen, um unser richtig gutes DAB-Signal direkt bis zum Autoradio zu bringen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, dieses Kabel von hier hinten bis nach ganz vorne in den Seitenschwellern verlegen. Das ist jetzt aber alles kein Thema, das zeige ich euch jetzt, wie es geht. Ganz wichtig für die richtige Funktionsweise dieses Splitters ist, dass wir das Ganze hier tatsächlich auf Masse legen müssen, damit auch die Stromversorgung so gewährleistet ist, dass dieser Splitter richtig funktioniert. Und dazu können wir hier diesen Punkt nehmen. Die Schraube liegt im Lieferumfang bereits dabei. Können wir den hier hinten reinmachen. So. Und jetzt unser Kabel wieder anstecken. Um das Kabel richtig schön zu verlegen, werde ich euch mal kurz zeigen, wie man den Sitz entfernt. Jetzt, Klick. Und hier ist es schon entklickt. Dann können wir das auf die Seite tun. Und jetzt können wir auch ganz entspannt hier unten durchlangen und das Kabel direkt unter den Verkleidungen, unterm Sitz bis zum Schweller legen. So, können wir da unten durch. Und schon sind wir unterm Sitz. Und jetzt können wir hier weiter im Originalschacht nach vorne fahren. Ja genau, hier muss man es entriegeln. Jawohl. So, zweimal entriegelt. Klick. So, und damit können wir jetzt das alles wegnehmen.
So, da können wir da unten reinfahren und die ganzen Sachen entriegeln und unser Kabel hier unten reinlegen. Das ist jetzt unser DAB-Antennenkabel vom Einbau unseres Autoradios. Sind wir schon ganz weit vorne. So, hier machen wir das auch raus, das Ganze. Genau, alles geklippt. Rechts am Handschuhfach kann man diese Klappe, diese Verkleidung wegmachen. Dann haben wir hier an der Seite nochmal ein geklipptes Teil. Das müssen wir rausklippen. So, klick. Und unten ist es auch nochmal geklippt. So, und jetzt können wir die ganze Verkleidung hier rausnehmen und die Schwellerverkleidung entfernen. So, und einmal unter der ganzen Verkleidung hindurch. Hier können wir das Kabel weiter nach vorne verlegen. Den Teppich, den müssen wir hier rauslupfen. So. So, jetzt können wir da unten durchfahren. Und voilà, jetzt sind wir schon unterhalb vom Handschuhfach und können das Kabel hier mal fixieren, damit das mal da bleibt. Wir sind ja jetzt gerade in Teil 1 und verlegen das Antennenkabel nach vorne. Für Teil 2 nutzt man natürlich Gelegenheit, weil wir komplett den Schacht schon aufhaben, um das Subwooferkabel ebenfalls gleich mit zu verlegen. Damit die Kabel gut ausschauen, wenn sie so unterm Sitz liegen, machen wir hier immer ein schönes Bitumenbad und fixieren dort unser Kabel. So. Das dickere Kabel hier ist unser Subwooferkabel und auch das fixieren wir hier mit unserem Bitumenband. So. Und das können wir jetzt alles schön nach vorne weiter verlegen, das Kabel. So. Sitz nach hinten und Kabel da rein. Damit wir jetzt unser USB-Kabel sauber ins Handschuhfach legen können und auch das Mikrofonkabel hinterm Handschuhfach bis zur A-Säule und dann hier hoch verlegen können oder gegebenenfalls auch die Antenne, die ich an die Frontscheibe klebe, für DAB zu ergänzen, bauen wir jetzt einfach mal das Handschuhfach aus. Das sind keine großartigen Tätigkeiten, ist gleich passiert und dann kommen wir wunderschön an alles dran. Und für Teil 2, wo wir dann den kleinen die kleine Soundprozessor-Endstufe installieren und vom Strom her hier alles abgreifen. Die bauen wir ja auch da hinten ein, also machen wir das Ding mal weg. So, dann machen wir das gute Stück jetzt mal weg. Alles entriegelt. So, da hinten ist unser Kühlschlauch vom Kühlschrank. Den müssen wir nachher da hinten wieder einführen. Und ansonsten können wir das natürlich hier mal wegklippen. Das ist unser Licht. So, raus damit. Mit unserem neuen DAB-Kabel von der hinteren Seitenscheibe sind wir ja jetzt ganz vorne. Jetzt legen wir noch das Kabel sauber bis zum Radioschacht. Wir haben auch ein bisschen Überschuss hier. Das heißt, wir packen das überschüssige Kabel gleich hier unten rein, damit wir im Radioschacht nur noch ein kleines Stückchen haben, um das dort anzuschließen. Jetzt da rein. Und das Kabel jetzt mal so raushängen lassen. Das können wir hier auch fixieren, damit es wenigstens nicht zurückrutscht. Machen wir es hier am anderen Antennenkabel fest. So. Und jetzt nehmen wir das, was hier überschüssig ist, und das wickeln wir schön zusammen. Gut. So, jetzt machen wir die Haltegriffe von der A-Säule raus. Da lassen sich die Klappen hier, wo sich die 3 Schrauben drunter verstecken, lösen. Beide raus. Ja, da müsste jetzt wiederum eine Torx drunter sein.
So, jetzt können wir den hier raushebeln, sowieso hier wegmachen und so können wir den auch mal hängen lassen, um mal zu sehen, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Können wir hier draußen reinlangen, siehst du? Und jetzt können wir den ein bisschen hervorziehen. So, jetzt sind wir nämlich hier, wo wir hinwollen. Und jetzt können wir die A-Säule hier lösen. Bis runter. Nochmal den wegmachen. Genau, da unten drunter ist nämlich nochmal eine Torx. Und dann können wir die ganze A-Säulenverkleidung aushebeln. Den können wir jetzt abstecken und entsprechend die ganze A-Säule rauslupfen und auf die Seite tun. So, und jetzt seht ihr hier einen Airbag-Sack, dem wir natürlich, so in der Regel passiert hier gar nichts. So ganz ohne alles passiert hier nichts. Wir legen aber unser Kabel, wenn wir schon da oben hin wollen, wir wollen hier an unsere Mikrofonstelle, ja, müssen wir das Kabel hier oben rumlegen und werden es mit einem Bitumenbad hier oben rumlegen, damit es auf gar keinen Fall in Konflikt mit unserem Airbag-Sack kommt. Also wir haben damit nichts zu tun. Wir müssen nur schauen, dass das Kabel nicht irgendwo hier drüber läuft. Weil im Falle des Auslösens des Airbags kann es natürlich sein, mir haut das Kabel ins Gesicht rein. Das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Deswegen müssen wir beim Kabelverlegen schon aufpassen, was wir tun. Hier dann auch gegebenenfalls die Antenne, die man hier mal verlegen wollen würde, auch hier mit einem Bitumenband oder mit festen Klebestreifen hier rauf sauber fixieren bis ganz runter, damit niemals ein Kabel den Airbag-Sack überkreuzt. Wir wollen mit unserem Mikrofon hier rüber, ja, wir können das Kabel hier wunderschön hinten durchlegen und rüberziehen bis zu der Stelle, wo wir nachher jetzt diese Verankerung quasi festmachen. Das können wir von da hinten aus machen oder hier drinnen. Hauptsache wir können die Sonnenblenden noch betätigen und das Kabel hier hinten unterm Himmel verstauen. So hätten wir das Ding. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir das Kabel hier reinbringen. Wie besprochen, legen wir das Kabel, welches wir runterlegen, ob das jetzt Antennenkabel oder Mikrofonkabel, die sind so dünn und so leicht, da langt es, wenn wir das tatsächlich hier so fixieren. Dann machen wir es gleich an der Seite fest, gar nicht hier, sondern dort. Das ist besser. So, und jetzt können wir das Kabel nehmen, hier eindrücken. So, da bleibt es hängen. Jetzt verlegen wir das Mikrofonkabel genau so rüber, wie wir auch das DAB-Kabel verlegt haben, nur dass wir jetzt von oben her kommen und direkt hier unsere Kabel befestigen. Wer sich sagt, nein, die A-Säulenverkleidung und das Thema Airbag hier ist mir viel zu heikel, das verstehe ich, das macht auch jeder auf seine eigene Gefahr. Der könnte natürlich auch sagen, Mikrofon verkabeln mache ich gar nicht bis da hoch, sondern mache ich hier auf die Lenksäule drauf zum Beispiel. Da kann ich ganz entspannt das Ganze auch noch hier unten rum verlegen. Das kann man wegmachen. Kann man hier die Kabel durchlegen bis darüber, ist ein bisschen Gefummel. Aber ich bin halt alles hier vorne dran im Handling-Bereich. Wir haben jetzt ein Autoradio, wo das USB-Kabel direkt mit dem Autoradio verbunden ist und nicht steckbar an der Stelle. Das heißt, was haben wir jetzt denn für Möglichkeiten, dieses USB-Kabel ins Handschuhfach reinzufahren? Wir könnten jetzt hier hinten, da gibt es eine Sollbruchstelle hier rein, die könnte ich mit dem Schraubenzieher aufbrechen, dann ist das Loch groß genug, um meinen USB-Anschluss hier durchzuschieben. Ich könnte von oben ein entsprechend großes Loch bohren, wo man dann, wenn man normal reinguckt, wenn man das jemals wieder rausmacht, auch gar kein Loch sehen würde, weil es ja oben dran ist. Oder was unser Vorgänger hier wohl schon gemacht hat, also der, wo das Fahrzeug vorher schon hatte, der hat seinen USB-Anschluss wohl hier durchgelegt, da wo die Beleuchtung ist, weil er hat hier einfach das Längsloch hier reingemacht, damit man das jetzt an der Seite hier reinschieben kann und trotzdem wieder das Loch für die Lampe so nutzen kann wie vorher.
Das heißt, wenn man das Ganze natürlich wieder rausmacht, hat man hier ein Loch drin. Damit muss jetzt jeder irgendwie ein bisschen klarkommen. Aber die Installationsvariante ist natürlich super easy, weil wir jetzt hier das Kabel so durchziehen können zu unserem Radioschacht rüber. Also das kann jeder selber entscheiden. Ich würde jetzt sagen, weil wir hier kein steckbares Kabel haben, also wenn wir mal irgendwas an dem Autoradio machen möchten, auswechseln oder wie auch immer, dann muss ich dann in Zukunft mein Handschuhfach ausbauen, was ich mir ersparen kann, wenn ich tatsächlich diese Variante hier nehme. Damit unser Multimedia-Gerät auch während der Fahrt optimal bedient werden kann, gibt es die Möglichkeit, dieses Parking-Switch-Kabel nicht auf die Handbremse zu legen, das heißt Handbremse ziehen, Gerät weiß, ich stehe jetzt zwangsläufig, damit gibt das Gerät alle Funktionen frei. Können wir das übergehen? Es ist zwar nicht erlaubt, also es macht bitte keiner nach. Man kann das umgehen, indem man dieses Massekabel, also das ist ja das Massekabel von unserem Fahrzeug und für das Gerät, hier einen kleinen Abzweiger drauf macht und hier quasi Masse drauf gibt. Den Abzweiger machen wir jetzt drauf, dass wir den steckbar haben und hier die Kabel alle steckbar beibehalten. So, dann können wir nämlich hier einen Abzweiger reinmachen. Jetzt können wir den wieder zusammenstecken. Und auf der Seite machen wir nochmal eine Mama ran und können das jetzt steckbar machen. Voila. So, und jetzt können wir das Ganze im Auto installieren. Alle Kabel, die wir nicht benötigen, hier wie zum Beispiel das Reverse-Signal, das braucht man nur, wenn man eine Rückfahrkamera mit anschließt, tun wir auf jeden Fall mal isolieren, damit da keine Fehlfunktionen stattfinden. Ich wollte euch ja noch zeigen, wie das ausschaut. Der Unterschied zwischen der tiefenverstellbaren Blende, die den ganzen Autoradio viel harmonischer in die Fahrgastzelle mit integriert, gegenüber einer normalen Radioblende, die kostet zwar weniger, aber hat den Vorteil, dass er halt weniger kostet, aber sonst eigentlich auch wenig, weil das schaut nämlich dann so aus. Wir bauen das Ganze hier ein mit dem originalen Blechrahmen von dem Autoradio, der dann quasi verwendet wird wie früher, so die ganzen Autoradioriemen hier verankern halt. Das würde dann jetzt so ausschauen. So, klick. Und der Originalrahmen vom Kenwood auch noch drauf. So, jetzt merkt ihr euch einfach mal, so schaut das aus. Wir bauen jetzt die ersten Teile von unserer tiefenverstellbaren Blende ein und dazu nehmen wir die Originalschrauben, die sich hier genau an dieser Position befinden. Die machen wir weg, damit befestigen wir unseren neuen Kunststoffrahmen. Der hebt dann auch richtig gut. Da rein. Dann können wir jetzt ein letztes Mal unseren Quadlock hier drauf schieben. Haben unser ganzes Aktivadaptermaterial, das wir hier unten drin verstauen, samt unserem Anschluss. So. Also hier ist wirklich genügend Platz. Und unseren Antennenanschluss tun wir auch da unten rein. Und jetzt haben wir eigentlich alles. UKW-Antenne, DAB-Antenne, Remote für die Phantomspeisung der UKW-Antenne. Wir haben unser Mikrofonkabel und unseren Hauptstromanschlussstecker. Jetzt kommt der neue Metallrahmen rein, den wir hier richtig verankern. Jetzt müssen wir natürlich, wenn wir unser neues Multimedia-Gerät nehmen, unseren USB-Anschluss zumindest mal gleich an der Seite raushängen lassen, weil den können wir nachher mit dem Handschuhfach hier wieder reinmachen. Jetzt müssen wir aber, damit wir die Tiefenverstellung einstellen können, müssen wir auch die Tiefenverstellungshebel richtig ansetzen. Das ist jetzt praktisch, was sind das da? 4 hohle, 1, 2, 3, 4 leere Felder. Und wir machen es jetzt mal hier fest und prüfen natürlich, ob das von der Tiefe her tatsächlich passt. Machen wir mal die 2 Schrauben rein. So, probieren wir mal zum allerersten Mal, halt so rum gehört er dann, das Radio reinzuschieben. Mal schauen, wo unsere Anschläge hier jetzt dran sind. Die sind nämlich in der Tiefe verstellbar und
Das ist zu weit. Wir müssen, wenn wir den Deckel jetzt nachher hier drauf machen wollen, den müssen wir übrigens ja auch noch anpassen. Auf jeden Fall noch, warte mal, das stimmt tatsächlich, noch ein Stück rein, aber so weit rein auch wieder nicht. Das ist zu viel, was da noch an Luft ist. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachhelfen. Das Ding muss also früher auf Stopp gehen, also muss es weiter rein. Also müssen wir die ein bisschen anpassen. Da würde ich fast sagen, um 2 solche Zähne nach hinten. Jetzt ist er ganz drinne und jetzt müssen wir schauen, dass wir auf der Ebene, aha, jetzt sind wir tatsächlich, glaube ich, nein, das passt, ganz genau. Die Tiefe von dem Einbauschacht ist jetzt richtig abgelenkt, so dass wir mit zufrieden sind. Und jetzt können wir die ganzen Kabel mal anstecken und mal schauen, ob alles richtig ist. Wir haben unser Remote. So, was haben wir dann noch alles? Dann haben wir Lautsprecheranschluss, Stromanschluss. Und unseren DAB Plus Anschluss, wo ist der hier? Der ist hier. Klick. Und unser Mikrofon hat sich schon wieder verflüchtigt, wa? So, unser Mikrofon gehört in Mikrofon. Mikrofon gehört hier rein. Und jetzt haben wir alles angesteckt und brauchen es nur noch hier reinmachen. Wir können das USB-Kabel mal ein bisschen nachziehen. Das brauchen wir ja nachher nur noch in das Handschuhfach reinbringen. Und alles andere verstauen wir jetzt in den großen Weiten dieses Radio-Einbauschachts. So, jetzt kommt unsere Blende. Und jetzt sehen wir schon, unser Radio funktioniert. Strom haben wir mittlerweile auch wieder an das Fahrzeug dran gebracht. Und können jetzt natürlich auch die Sprache auswählen, zurück die Demonstration Off und dann Ende. Und jetzt sind wir drin hier bei DAB zum Beispiel, haben sofort einen Sender, cool. Und jetzt hört sich unser Soundsystem erstmal so an. Eigentlich ein bisschen besser wie vorher, weil wir jetzt auch ein besseres Grundteil drin haben, das den Sound meines Erachtens ein bisschen besser produziert. Die Riesensteigerung zum Originalradio ist jetzt erstmal nicht klanglich, aber wir haben natürlich jetzt DAB Plus drin, wir haben einen USB-Anschluss, wir haben natürlich Bluetooth, alles jetzt mit an Bord und haben einen großen TFT-Bildschirm, also das ist doch eigentlich ziemlich cool und das alles schön integriert. Und technisch auch richtig, weil wir können jetzt dann auch mit Zündung an und aus, macht alles unser CAN-Bus-Adapter. Und er adaptiert auch dieses teilaktive Soundsystem von Audi auf unser Autoradio. Das war es eigentlich jetzt erstmal für die Installation des Doppel-DIN-Multimedia-Gerätes in den Audi B7. Ihr braucht ja jetzt nur noch das Handschuhfach wieder genauso installieren, wie ihr es deinstalliert habt. Das Kabel nicht vergessen, da durchzuziehen und das Licht wieder dran zu machen. In unserem Fall sogar noch den Kühlschrank hinten mit in die richtige Muffe reinzustecken. Ansonsten darf ich euch noch darauf hinweisen, auf den Teil 2 nochmal, weil da gehen wir an den Sound ran mit unserem digitalen Soundprozessor samt Endstufe und einem kleinen Subwoofer, den wir zusätzlich im Kofferraum integrieren. Und da sehen wir uns wieder im Teil 2. Und ansonsten finde ich es ganz cool, wenn ihr uns vielleicht auf Instagram folgt oder uns hier auf diesem Video einen netten Kommentar hinterlasst oder ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Danke fürs Zuschauen, euer Olli und bis zum nächsten Mal.